Ja, hallo, schönen guten Morgen, liebe Freunde. Wir haben hier heute Morgen einen Herrn aus Hamburg, der ist hier in Hamburg geboren. Ein wunderschönes, originales Mercedes 280 SE Cabriolet in Flachkühler, ein echter, mit Pappdeckelbrief, zweite deutsche Hand. Auto ist restauriert worden, wunderschön, den fahren wir jetzt mal. Haben wir gerade gestern bekommen. Wetter macht gerade mit. Also, los geht's. Es gibt ja von den Autos ganz viele US-Autos. Es ist damals gebaut worden für den US-Markt. Da haben die in Amerika gesagt, wir brauchen ein bisschen moderner. Dann hat man diesen flachen Kühler gemacht, man hat diese Gummistoßstangen vorne eingezogen. Hat aber zur Folge, dass die Autos heute eine ganze Menge wert sind, weil es nicht viele gibt. Und der seltenste von allen ist nicht etwa der 3.5er mit 8 Zylindern, nein, das ist der 280 SE mit 6 Zylindern. Und in so einem Auto fahren wir hier gerade. Ich finde, dass der Wagen eine ganz tolle Linie hat. Gerade das Auto hier, der ist total schlicht, der sieht total edel aus, der Wagen. Hat dieses wunderschöne originale Wurzelholz. Schaut euch das mal an. Das wird ja oft, wenn es restauriert wird, dann viel zu dunkel wieder gemacht. Das hat noch diesen schönen hellen Holzton. Das ist wunderschön im Zustand. Der hat hier ein originales Blaupunktradio und was er auch noch hat, was relativ selten ist diese Lenkradautomatik hier vorne. Mit 4 Gängen. Hier vorne ist die Schaltkulisse für das Auto. Ja, so ein Wagen hat 160 PS, läuft 190 Stundenkilometer Spitze, was vollkommen reicht. Wir haben jetzt mal das Dach, es ist natürlich ein Cabrio, aber wir haben das Dach jetzt einfach mal drauf gelassen, weil ständig hier pieselt und nass wird. Da haben wir gesagt, nee, fahren wir mal so. Zieht ja trotzdem nicht, weil die Scheiben alle unten sind. Und das Schöne an dem Auto hat 4 elektrische Fensterheber, könnt ihr hier vorne sehen. Die funktionieren auch alle wunderbar. Was halt fehlt, ist hier vorne die Bergklimaanlage. Das haben aber nur Amerikaner gehabt. Und das, was hier besonders ist an unserem Auto, das ist kein Amerikaner, sondern das ist ein Auto aus Hamburg. Der ist hier zur Welt gekommen 1970, hat dann ewig sich in dieser Hand befunden. Es gibt noch einen Pappdeckelbrief. Und dann hat die mehr oder weniger die Nachbarschaft das Auto gekauft. Und in dieser zweiten Hand ist der Wagen heute. Ist 2010 restauriert worden. Das ist mir gestern aufgefallen, hat eine wunderschöne Karosse, der Wagen. Wir haben jetzt nicht drunter geguckt, aber der Besitzer sagt, von unten sieht er genauso aus wie von oben, glaube ich ihm auch. Und das Schöne an dem Auto, der ist total dezent. Was sie gemacht haben, neues Leder komplett, das ist hier in Hamburg auch gemacht worden bei einer guten Firma. Er hat mir gesagt, das alte Leder hat er noch, aber es gibt ja manchmal Leute, die sagen, also das will ich dann alles neu haben. Das ist also jetzt 12 Jahre alt hier, das ist auch das originale Mercedes-Leder, das haben sie überall gemacht. Ist jetzt Geschmackssache, ich glaube, ich hätte das alte eher gerettet, das alte Leder. Ich finde der alte und ganz original immer gut. Aber das hier ist ein Auto, die 3.5er, also als 8-Zylinder, die kosten ja meistens 300.000 Euro bis 400.000 Euro. Und das Auto liegt deutlich drunter. Also ich bin der Meinung, so ein Wagen tut es hier genauso. Sind von dem Wagen nur 900 Stück gebaut worden. Das ist der seltenste von allen. Vom 3.5er Cabrio, also vom 8-Zylinder Cabrio mit 200 PS gibt es hingegen 1260 Autos, also mehr. Und ich sage mal, der Unterschied beim Fahren ist marginal. Also man fährt den ja nicht 200 Spitze, also ich jedenfalls nicht. Und einfach nur zum Cruisen und einen tollen Oldtimer zu haben, mit dem man lange Reise machen kann, ist die 6-Zylinder-Maschine, das könnt ihr auch hören, wunderbar. Motor läuft gut, die Instrumente, schaut mal hier, der hat hier auch den 240 Kilometer Tacho. Hier vorne haben wir dann die Laufleistung von 34.000, das heißt aber, der hat also mit ziemlicher Sicherheit 134.000 gelaufen. Hat hier ein Drehzahlmesser, der geht bis 6.500 und in der Mitte hier das Kombi-Instrument. Tankanzeige ist halb voll, unten ist Öldruck und rechts ist dann die Temperatur. Also der Wagen fährt sehr schön, kann ich sagen. Der muss mal richtig in die Pflege. Hier ist er so ein bisschen Dreck dazwischen. Das müsste man alles mal machen. Das kriegt man auch besser hin. Was ich aber schön finde, ist dieses tolle, originale alte Wurzelholz. Es befindet sich im sehr, sehr schönen Zustand. Und ich bin der Meinung, das Auto ist sehr, sehr charmant. Also gerade weil er so diskret ist, das ist eigentlich so ein richtiges, klassisches Understatement-Auto aus Hamburg. Ich bin ja aus Hamburg, bin hier groß geworden, habe hier mein Abitur gemacht und so. Also das ist so ein richtiges Hamburger Auto, gar nicht protzig, schön dezent, schön diskret. Und so stellt er sich heute auch noch dar. Also wenn jemand sagt, ich möchte ein richtig schönes Cabriolet haben von Mercedes, der gar nicht sehr viel über 200 kosten darf, da ist das Auto hier genau das richtige Angebot. Schöner Wagen, ist voll restauriert. Wir haben jetzt die Akten noch nicht bekommen, die möchte uns der Eigentümer heute vorbeibringen.
aber die können wir nachreichen. Wir holen uns ja immer eine vollständige Akte zu den Autos. Aber schaut mal hier, wir haben jetzt hier wieder Kopfsteinpflaster. Da unten schwimmt ist übrigens die Alster. Also er fährt hier herrlich drüber. Man merkt auch, Fahrwerk, das muss alles revidiert worden sein. Ja, hier haben wir ihn jetzt heute mal ein bisschen Sonne, was heute in Hamburg nicht so besonders häufig der Fall war. Also kommt schon wieder die nächste dicke Wolke. Aber schaut mal, der sieht schön aus. Er hat ein sehr, sehr schönes Gesicht. Stoßstangen sitzen hier absolut gerade auf dem Auto. Hier vorne, wie gesagt, er war noch nicht im Service, hat er den schönen originalen Kühler, der ist in einem guten Zustand. Der Lackauftrag ist hervorragend. Also die Karosse, die ist mal gemacht. Er hat die originalen Nebelleuchten hier. Dann auch die Doppellichter hat man damals, also ab Flachkühler haben sie fast alle genommen. Es gab zwar auch die geraden vorne, er hat sie nicht. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Also das ist ein Auto, schaut euch mal die Flucht an. Wenn man hier so von der Seite, das kann Paul vielleicht mal zeigen, da scheint die Sonne gerade so schön drauf, wie schön die Türen da drin sitzen, wie schön der Chrom unten sitzt. Also daran sieht man hervorragend angepasst alles, da ist auch nichts kaputt. Und man kann auch jetzt, wo die Sonne hier drauf scheint, vielleicht mal, zeigt Paul das mal von der Seite, was das ein schönes, edles, elegantes Auto ist. Also kann man gerade von hier jetzt sehen, wo die Sonne da so schön drauf scheint. Dann hat er dieses cognacfarbene Leder, hat das wunderschöne, helle, originale Wurzelholz. Ist ein ganz feines, edles Cabriolet, da passen 4 Leute rein. Auto wiegt ungefähr 1600 Kilo. Also kann man herrlich reisen, 120, 140, 160 ist das ein super Auto. Und das ist ein vollwertiger Viersitzer. Das sind die heute teilweise nicht mehr, weil die Autos irgendwie alle kleiner geworden sind. Dann hat er hinten diesen riesigen Kofferraum. Ich mache euch den mal kurz auf. Das ist übrigens ganz interessant hier, so ist das damals ausgeliefert worden. Wenn man ein Automatikauto hatte, hat man das noch draufgeschrieben. Das war zu der Zeit was Besonderes, hat auch einen hohen Aufpreis gekostet. 280 SE Automatik. Und er hat eben schon diese neuen Leuchten. Also als der 1961 vorgestellt wurde als 220er, gab es die gelben Lichter noch nicht. Die sind ab 1969 Pflicht gewesen, gelbe Blinker. Und daran sieht man auch, das Auto ist nur noch 2 Jahre gebaut worden. Von 1969 bis 1971, dann war Schluss. Handgearbeitet und daran erkennt man, dass es halt eben ein spätes Auto war. Der hat auch keine Chromstoßstangen mehr gehabt. Das heißt, Chrom war nur hier. Und da gab es dann diese dicke Gummileiste, die es da drumherum gab. Daran konnte man Flachkühler erkennen. Von vorne und von hinten. So, jetzt mal ganz kurzer Blick in den Kofferraum. Ja, der ist jetzt noch nicht aufgeräumt worden. Nee, also hier sind die Gummibänder, um den Koffer festzumachen, finde ich gar nicht mal schlecht. Da sind alte Fußmatten drin, die haben wir jetzt da drin liegen lassen. Ich mache das mal auf. Ja, da ist der originale Kofferraum. Also hier kann man sehen, dass die Fußmatte, ein alter Reservereifen, obwohl der sich im guten Zustand befindet. Und dann hat man diese Matte angefertigt, die gibt es eigentlich original da nicht dazu, aber hat er halt eben drin. Aber man sieht hier, also Auto ist vollkommen restauriert worden in der Karosse und das ist sehr, sehr gut gemacht worden. Schaue ich mal hier rein, da ist der Tankdeckel, der hat einen 80-Liter-Tank. Könnt ihr reinschauen, also fehlen hier zwar die Aufkleber, man sieht aber, das ist gut lackiert worden. Der Wagen ist also sehr, sehr hochwertig restauriert worden. Und ich habe das eben erkannt an der Karosse, die ist wirklich sehr, sehr gut. Also feines, edles Auto, Verdeck ist neu. Auffällig war ein bisschen, dass die Unterseite vom Verdeck nicht neu ist. Aber sonst schaut mal her, das ist ein ganz feines, edles Cabriolet, hat auch nicht die dicken Reifen. Der 280er hat er die 185er Reifengröße gehabt und nicht die 205er. Aber wie er hier steht, also ich finde, der ist ganz edel. Ich sag mal, so weiß oder beige ist gar nicht mal so meine Farbe, aber dem Auto passt es. Ich denke, der hat auch Colorglas, nicht? Oder hat er keins? Nee, kann doch. Die Scheibe hochfahren. Nee, lass jetzt, ist egal. Also wurscht. Das hat er eben oder auch nicht. Ich mache mal vorne jetzt auf. Was er jedenfalls hat, sind die originalen Nebelleuchten. Die sind heute sehr, sehr teuer. So ist er damals produziert worden. Und das Gesicht von dem Auto ist sehr schön. Also das ist alles sehr stimmig. Dann viele Autos, die da ein paar Mal hin und her restauriert wurden. Das sieht dann nicht mehr so gut aus. Aber ich finde, bei dem Auto passt das hervorragend. So, jetzt machen wir mal auf. Hier vorne greift man runter. Da ist der Griff, um die Motorentriegelung, Motorhaubenentriegelung zu haben. Ja, schaut mal hier. Das ist die Sechszylindermaschine. Hier ist die Batterie drin. Also auch das ist alles im guten Zustand. Hier haben sie früher gerne gerostet. Da war die Stehwand durch und so. Aber das ist alles gemacht. Und das so machen zu lassen, ist ja teuer. Hier vorne kann man die Farbnummern sehen, die Ausstattungsdetails von dem Auto. Und hier links ist das Typenschild.
Und da müsst ihr mal gucken, die ungeraden Zahlen heißt Cabrio und die geraden Zahlen ist Coupé. Also hier 025 heißt 280 SE Cabrio. Wenn da jetzt eine 026 stehen würde, wäre es ein 3.5 Cabrio Coupé, was sie abgeschnitten haben. Da muss man aufpassen, weil die Coupés kosten nur halb so viel wie die Cabrios, sage ich mal grob. Eine ganze Menge Leute hat es früher gegeben, die haben sich gesagt, ich will ein Cabrio haben, da ist er auch mehr wert. Haben einfach das Dach abgeschnitten und ja, muss man gucken. Also das ist als Original Cabrio zur Welt gekommen. Ja, das sind eigentlich die wichtigsten Sachen. So ein Auto verbraucht drumherum 12, 13, 14 Liter. 6 Zylinder reicht vollkommen. Man merkt beim Fahren, dass er leichter auf der Vorderachse ist. Reifen sind Michelin, auch neu. Also das ganze Auto ist hervorragend gepflegt. Und wenn einer sagt, ich möchte ein schönes, originales Mercedes Cabrio haben, S-Klasse Cabrio, der ist übrigens ab 1971, als sie den eingestellt haben, 50 Jahre lang hat es kein S-Klasse Cabrio mehr gegeben. Gab es erst wieder ab 2016, das haben sie dann bloß 3 Jahre gebaut und da war wieder Schluss. Warum, weiß ich nicht. Aber das sind eigentlich die schönsten Cabrios, die es überhaupt gibt, wie ich meine. Also wenn man Mercedes haben möchte, ein werthaltiges, gutes, sicheres Cabrio, da kommt man an dem Wagen gar nicht vorbei. Übrigens ein ganz nettes Detail, der Eigentümer hat seinen Wagen wirklich gelebt. Schaut mal hier, das haben wir auch ganz selten, das ist der Schlüsselanhänger. Hat er in Silber ein 111er Cabrio, ist doch total nett sowas. Also das ist wirklich ein Fan hier gewesen und finde ich super schön. Ich weiß gar nicht, wo es her hat. Steht hinten drauf 280 SE Cabrio. Also das ist doch wirklich nett hier. Die Herrschaften haben ihren Wagen gelebt, kann man wirklich sagen. Ja, das ist die Baureihe 111, die ist 10 Jahre gebaut worden, von 1961 bis 1971. Im Juli 1971 war dann vorbei, dann hat es das Modell 107 gegeben und damit war dann auch die Handarbeit bei Mercedes vorbei. Gab es nicht mehr und diese Hochwertigkeit, schaut euch mal dieses wunderschöne, elegante Armaturenbrett an, das ist dann einfach so nicht mehr gebaut worden. Das war, die Zeit war vorbei. Hier hat man damals noch Leder an den Türen gehabt und hier auch die Sonnenblenden waren aus Leder hier oben. Und als es einen 107er gab, war all das dann nachher aus Plastik. Und wenn man sich heute so alte 107er aus der Zeit anguckt, so von 72, 73, ist das Plastik meistens auch wellig und im schlechten Zustand. Und wenn hier so ein Wagen gut gepflegt wurde, mal zum Thema Nachhaltigkeit, das ist heute noch im guten Zustand. So ein Wagen hält viel, viel länger als die ganzen anderen modernen Fahrzeuge, weil sie einfach aus einem hochwertigen Material gebaut wurden. Und da müsste Mercedes mal drüber nachdenken, ob es nicht besser ist, wenn es gerade um nachhaltige Autos geht, wenn man sich da mal sowas baut hier. Ja, so ein 280 SE, wenn er gut beieinander ist, der läuft auch schön, der hat auch schönen Zug. Also so ein Auto braucht ungefähr, ich sag mal, 11 Sekunden bis 100, das reicht vollkommen. 160 PS ist auch wirklich ausreichend und die Maschine ist sehr gut belastbar gewesen. Die war auch relativ hochgeschwindigkeitsfest. Ein 280 SE Motor ist ja damals auch in der Baureihe 109 in der Limousine ganz viel geordert worden. Das war eigentlich so das Vorstandsauto schlechthin. Und wenn man Generaldirektor war, dann hat man 300 SEL 3,5 gehabt mit 200 PS. Das war dann die lange Limousine, Baureihe 108, 109. Aber das hier, das war immer noch mal einen obendrauf. So ein Wagen hat damals 32.000 Mark gekostet. Das war richtiges Geld. Und deswegen gibt es davon auch nicht viele. Die meisten sind ja dem Rost auch anheimgefallen. Viele sind nicht wirklich gut restauriert. Und deutsche Autos aus echter zweiter Hand sind sehr, sehr selten mit Pappdeckelbrief. Und von dem sind ja sowieso nur 900 gebaut worden. Und so schöne Cabrios wird Mercedes nicht mehr auf den Markt bringen. Die Zeit ist einfach vorbei. Also kann ich nur wirklich empfehlen, schöner 111er mit einer guten Geschichte, in einem schönen Karosseriezustand, da ist unser Auto genau das Richtige hier. Noch ein spezielles Extra, das ist eine der ersten Sitzheizungen, die überhaupt gebaut wurden, Mitte, Ende der 70er Jahre. Die gehört hier eigentlich nicht rein, aber die hat man sich dann als besonderes Extra hier reingebaut. Die muss da schon sehr, sehr lange drin sein. Das ist, soweit ich weiß, aus der Baureihe 116, die Sitzheizung. Also die hat das Auto, gehört da nicht hin, aber die hat er. Und wenn ihr mit dem Wagen offen fahrt und ist mal ein bisschen frischer, ist das vielleicht gar nicht verkehrt. Ja, summa summarum, schöner Wagen, fährt wirklich gut, hat ein wunderschönes, großes, weißes, originales Lenkrad. Das muss man auch unbedingt so lassen.
Läuft wunderbar der Wagen, bremst gut, er hat ja 4 Scheibenbremsen. Also wir werden heute Nachmittag noch die ganze Akte bekommen. Es muss sehr viel Geld investiert worden sein in das Auto hier. Er hat so kleine Mängelchen, wo man im Detail hätte ein bisschen besser arbeiten können. Aber das geht wirklich durch bei dem Auto. Also das kann man alles so lassen. Wenn man sagt, ich will einen tollen Gebrauchsoldtimer haben, der schick ist, mit dem ich eine Menge machen kann, ist der Wagen genau die richtige Wahl. Das sind übrigens hier die Chrombügel, um das Verdeck zu öffnen. Das muss man hier alles noch manuell machen. Das waren damals richtig hochwertige Chrom. Schaut euch das mal an hier. Das sind die Dinger, die macht man hier den Deckel zurück, schiebt sie da oben rein und zieht sie dann nach vorne. Also so öffnet man das. Ich muss jetzt ein bisschen Auto fahren. Das bauen wir hier in Crash, das muss ja nicht sein. Also ist alles vorhanden bei dem Auto. Haben wir auch alles gecheckt hier. Fahren tut er sehr schön. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte 300 Kilometer Reise machen, in das Auto kann ich mich reinsetzen, kann losfahren und komme garantiert an. Auto vermittelt mir ein gutes Gefühl, man sitzt auch gut drin. Er hat Kopfstützen. Ledersitze sind schön straff, neu aufgepolstert. Ja. Und man kann sogar sportlich fahren. Habt ihr das gerade gemerkt? Wenn man drauf, der hat einen schönen kernigen Klang, der 6-Zylinder. Und 2,8 Liter sind ausreichend. Das sind ja noch echte 6-Zylinder und echte 2,8 Liter, nicht so wie heute. Alles mit Biturbo, das hat der natürlich noch nicht. Der hat nur eine normale Einspritzanlage, aber reicht vollkommen. So, jetzt sind wir ungefähr 10 Kilometer gefahren. Jetzt sind wir wieder direkt am Hamburger Flughafen mit unserem 2.8 CSE. Fazit, schönes Auto, gefällt mir sehr gut, läuft wunderbar. Auch ein gutes Investment, steht jetzt hier bei uns im Laden. Weg beim Jäger 224. Ja, dann sage ich erstmal Tschüss, bis zu unserem nächsten Film. Euer Stefan und ciao.